zusammen, heute möchte ich euch meine Bestellung bei We Are Knitters vorstellen. Und zwar habe ich seit langem wieder mal dort was bestellt, und zwar was zum Häkeln. Und ich wollte euch vorstellen, was es ist. Ich habe mit We Are Knitters angefangen in 2019 wieder zu häkeln bzw. zu stricken, weil ich habe tatsächlich da mal, ich hatte da so eine Lust auf Stricken und habe mir dann da so Fertigsets bestellt, wo man nur die Farbe aussuchen muss und dann kann man loslegen. Die liefern dir auch Nadel und Zubehör mit, was sehr praktisch ist. Auf jeden Fall habe ich mir dieses süße Set hier bestellt. Die kommen immer in so richtig niedlichen Taschen, also toll. Ich weiß, es ist vielleicht nicht ganz so herbstlich, aber ich habe versucht, Herbstfarben auszusuchen. Es war tatsächlich gar nicht mal so einfach, die Farbkombinationen auszusuchen, weil es sind 4 Farben, die man aussuchen muss, und es sind 3 verschiedene Garnarten. Und ich fand das ultra schwierig, weil ich mir nicht sicher war, welcher Garn jetzt wo verwendet wurde. Am liebsten hätte ich tatsächlich diese Farbkombination gehabt, die hat mir richtig gut gefallen. Aber ich bin nicht drauf gekommen, welche Farbe das sie hier verwendet haben. Und ich war mir nicht sicher, ob überhaupt noch die Farben verfügbar waren. Auf jeden Fall wollte ich dann auch etwas ein bisschen herbstlicheres und habe mir deshalb auch ein bisschen andere Farben ausgesucht und mal schauen, was jetzt gekommen ist. Ich habe jetzt hier die Wolle. Ich habe meine Wolle hier. Moment. 1, 2, 3, 4. Okay. Gar nicht mal so einfach. So, das sind die 4 Knäuel. Also es sind mehr wie 4 Knäuel, aber das sind die 4 Knäuel von den 4 Farben. Es sind 3 verschiedene Wollarten. Das ist dieselbe. Das ist die Cotton Peruvian Pima Cotton, also 100% Baumwolle. Das hier ist Touch Me Mohair, Baby Alpaka 54%, Super Kid Mohair 22% und Mulberry Silk 24%. Ist das Synthetik? I don't know. Ist das Violette hier und hier das Weiße hier. Das ist der Double Trouble Yarn. 43% FS Alpaka, 57% Pima Cotton. Okay, das ist so eine Mischung. Okay. Ja, das sind die 4 Knäuel. Ich fand es super schwer, die Farben auszusuchen, weil online ist es natürlich immer schwieriger, weil die Farben, die kommen halt nicht immer so rüber, wie man es gerne hätte, wie es tatsächlich ausschaut. Es gibt immer ein bisschen es gibt immer eine Abweichung von der Farbe. Deshalb finde ich es ultra schwierig auszusuchen. Und ich weiß nicht, ich denke, ich habe es ganz gut getroffen. Ich bin mir nicht sicher. Schwierig war auch zu wissen, welche Farbe wann verarbeitet wird, weil ich natürlich nicht will, dass die 2 nebeneinander sind, weil das sieht ja komisch aus ein bisschen. Und es wäre toll, wenn es halt so ein Mischmasch ist. Vielleicht so. Ja, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist ein bisschen schwierig zu entscheiden. Ja, ich finde bei diesen Mesh Sweaters, so heißt die Anleitung übrigens, sorry, ich habe es gar nicht erwähnt. Mesh Sweater heißt die Anleitung. Man kann hier das Pattern runterladen und es kommen 9 Knäuel. Man musste nur die Farbe aussuchen und die Anzahl Knäuel, also die Größe natürlich auch. Ich habe mich für eine Größe M entschieden. Ich glaube, es war M. Und dann wird die Knäuelanzahl automatisch berechnet und man muss nur noch die Farben aussuchen. Nur noch. Ich fand das gar nicht mal so einfach bei dieser Anleitung. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich mit diesen Farben hier zufrieden bin. So auf den ersten Blick,
ja, das sieht herbstlich aus. Also ich habe das Gefühl, das könnte was werden. Aber es stellt sich dann noch heraus, sobald alles zusammengesetzt ist mit den ganzen Farbvariationen, weil es ja verschiedene Farbvariationen ist. Und ja, auf jeden Fall kriegt man auch mit der Packung, mit dem Set eine Häkelnadel, also eine entsprechende Nadel dazu. Und in diesem Set wird mit der Häkelnadel Nummer 5 gehäkelt. Oh, die kommt gar nicht raus. Hallo. Die will nicht rauskommen. Oh, ich muss das kaputt machen. Schau mal. Warning, amazing hook inside. Ich muss echt sagen, We Are Knitters hat richtig tolle Verpackungen, richtig schön. Die machen das richtig toll. Es ist ein bisschen kostenspieliger, würde ich sagen. Also es kostet ein bisschen mehr, wie wenn man sonst irgendwo eine Anleitung findet und im Laden die Wolle kauft. Aber ich finde so hin und wieder finde ich es ganz nett. Und so Sets finde ich auch ganz, ganz nett. Und die Wolle ist wirklich hochwertig. Also da kann man wirklich nichts dazu sagen. Ah, ich muss jetzt das Ganze hier kaputt machen. So, okay. Tada! Echt süß. Richtig süß. Die Häkelnadel aus Holz. 5 mm. Hätte ich auch gehabt, aber das kommt halt mit dem Set dazu. Man kriegt das automatisch mit. Also deshalb finde ich so Sets richtig beginnerfreundlich. Wenn man halt überhaupt keine Ausrüstung hat, dann kann man sich einfach so ein Set bestellen und man kriegt halt alles mit. Ich möchte noch sagen, Disclaimer, das ist kein gesponsertes Video. Wie gesagt, ich habe schon lange auch nicht mehr bestellt, aber ich finde es so hin und wieder mal ganz nett. Das kommt auch noch mit dazu. Und zwar, das ist richtig süß, man kriegt Stickers, dann gibt's, dann kann man das Etikett hinten nähen, das ist auch nett, als 100% Natural Fibers, okay, dann muss das alles natürliche Ursprung sein. Okay, und man kriegt auch die entsprechenden Nadeln, sag mal, die entsprechenden Nähnadeln dazu, um die Teile zu vernähen. Und das finde ich echt nett. Also wirklich, man kriegt alles mit dazu. Das Einzige, was man noch braucht, ist eine Schere. Und ja, man kann eigentlich loslegen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Leave a thumbs up und ich hoffe, durch das, dass ich dieses Video auf Deutsch gemacht habe, dass es die mich vielleicht aus Italien folgen, nicht allzu stört. Und ich hoffe, dass die Subtitles das einigermaßen hinkriegen hier auf YouTube. Aber ich bin da optimistisch. Bitte vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich hoffe, dass ich hier auf diesem Kanal aktiver werden kann. Ich bin auf jeden Fall aktiver auf Instagram. Ich poste da regelmäßig auch meine Projekte, auch Bilder, was ich so alles gemacht habe. Kommentiere, was du gerne in diesem Kanal sehen möchtest, ob dir diese Unboxings gefallen, ob ich das regelmäßig machen soll. Ja, natürlich, wenn ich halt was bestellt habe. Oder ob du lieber einfach nur Anleitungen haben möchtest. Oder what's in my bags. Ja. Und ja, leider komme ich nicht immer dazu, eigene Kreationen zu machen, weil ich auch arbeitstätig bin und deshalb bleibt es meistens ein bisschen links liegen, so ein bisschen kreativ zu sein, leider. Deshalb verbringe ich halt viel oft meine Zeit damit, Anleitungen zu folgen, damit ich halt doch auch zum Häkeln komme und nicht immer irgendwie irgendwas überlegen muss. Ja, also ich habe jetzt zu viel geplappert und ich sehe schon wieder, dass ich sehr, sehr viel rausschneiden muss. Und ja, schön, dass ihr da wart und ich grüße euch und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao!